Hallo meine lieben Hortenten, ich bin Andreas und im heutigen Alltagsabenteuer geht es um Minecraft. Minecraft ist ein sehr populäres Spiel, was sich auch schon über Jahre hinweg hält. Ich habe es selbst, glaube ich, zum ersten Mal vor 5 Jahren gespielt, wenn ich schon ein bisschen länger her habe. Ich habe es dann lange aus den Augen verloren, habe jetzt aber durch diverse Let's Plays auf YouTube wieder selbst Interesse daran bekommen, das zu spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Eltern gibt, die Kinder haben, die zu ihnen kommen und sagen, Mama, Papa, ja, Minecraft, alles ganz toll, die so und so spielt das auch, ich will auch. Und jetzt ist die Frage erstmal, was ist denn das überhaupt, wie funktioniert das, was löst da die Faszination aus, ist das safe oder gibt es da was zu bedenken? Dazu habe ich schon mal ein Video vorbereitet, wo wir gleich reinsehen können. Ich erkläre ein bisschen, was so die grundlegenden Prinzipien von Minecraft sind, was die Faszination auslöst, und wie das Spiel im Allgemeinen funktioniert. Wenn ihr jetzt nicht Eltern seid, sondern ihr habt vielleicht Eltern und würdet es gerne spielen, dann ist das vielleicht auch eine gute Gelegenheit, das Video zu sagen, mit zu Mama und Papa zu nehmen und sagen mal, guck mal hier, der Andreas, der erklärt euch ein bisschen, wie das funktioniert und vielleicht habt ihr auch sogar Lust, das zusammen mit euren Eltern ein bisschen zu spielen. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir direkt ins Video ein und gucken mal, was passiert. Ja, Minecraft, wie man hier am Anfang schon unschwer erkennt, ist sehr einfach gehalten von der Optik. Alles ist sehr klötzchenhaft, quadratisch, kubisch gehalten, was den Spielmechanismen, die dahinter stecken, aber keineswegs Abbruch tut. Ich habe jetzt hier manchmal ein bisschen auf Vorspulen geklickt, damit es nicht ganz sich so hinzieht. Denn das macht für mich auch einen großen Reiz in Minecraft aus, einfach durch die Gegend zu streifen, unterschiedliche Landschaften zu entdecken. Es gibt unterschiedliche Biome, nennen die sich, also unterschiedliche Biosphären. Es gibt zum Beispiel Biosphären, das ist Waldgebiete oder Gebirge oder Wüste oder Steppe. Und das ist halt wirklich alles quadratisch gehalten. Wir haben es gerade gesehen, dass sogar Mond und Sonne quadratisch sind. Es gibt schöne Sonnenuntergänge und Mondaufgänge. Und hier haben wir jetzt nachts ein anderes Dorf gefunden, gar nicht mal mit anderen Spielern, sondern eins mit künstlichen Spielern oder Non-Player-Character, wie man ja auch nennen kann. Und es gibt auch einen Multiplayer-Modus, aber jetzt gerade in der Einführung, um überhaupt zu erklären, worum es in Minecraft geht, beschränke ich mich auf den Einzelspieler-Modus, wo man auch nochmal unterscheiden kann zwischen dem Kreativmodus, wo man unbegrenzt Rohstoffe hat, oder dem sogenannten Überlebensmodus. Im Überlebensmodus bin ich jetzt, habe allerdings auf sehr einfach gestellt, das heißt, es gibt eigentlich keine Monster, die einen gefährden könnten. Hier sehen wir jetzt gerade einen Lavasee an der Erdoberfläche. Wir haben auch schon ein paar Tiere gesehen, die rumlaufen. Da war gerade ein Huhn, wir hatten schon ein Schwein vorhin gesehen am Anfang. Also es ist eine sehr bevölkerte Gegend und durch erstes Herumlaufen kann man sich erstmal auskundschaften, was wo ist und was wie aussieht. Jetzt irre ich gerade ein bisschen durch die Nacht auf der Suche nach was Interessantem. Interessant ist, dass die Welten immer unterschiedlich sind. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir eine neue Welt erschaffe, dann werden die ganzen Elemente der Welt zufällig generiert. Und die Welt ist endlos. Das heißt, ich kann laufen. Vielleicht komme ich mal irgendwann an den Ozean, aber selbst den könnte ich theoretisch überqueren, wenn ich mir ein entsprechendes Boot baue. Das heißt, das ist auch wirklich was, diese endlosen und zufällig generierten Gegenden, was so diesen Forscherdrang ein bisschen ausmacht. Ne? Man weiß nie, was hinter dem nächsten Hügel lauert. Und auch wenn die Grafik, wie gesagt, sehr einfach ist, dann es macht trotzdem großen Reiz aus. Da geht jetzt gerade die quadratische Sonne auf. Sehr schön. So fängt das Spiel auch tatsächlich an. Das heißt, man steht irgendwo in dieser Welt. Es gibt keinerlei Einleitung, es gibt keinerlei Anleitung, es gibt keine Hilfe, sondern man muss es sich entweder selber erschließen, alles, was in Minecraft passiert, oder man kann im Internet ein bisschen nachlesen, was wie funktioniert. Aber es gibt jetzt nicht irgendwelche Tutorial-Missionen. Und jetzt haben wir hier ein schönes Plätzchen für uns gefunden und fangen an, uns einmal heimisch einzurichten. Ja, das heißt, am Anfang muss ich mir vielleicht mal annehmen, kann ich Holz abbauen. Wie man jetzt gerade gesehen hat, also selbst wenn ich den Holzstamm in der Mitte anfange abzubauen, der Baum fällt jetzt nicht um. Das heißt, die Physik, die ist
nicht überall modelliert, aber teilweise. Da sieht man jetzt das Inventar. Was aber zum Beispiel passiert, wenn ich den Baumstamm komplett abbaue, dann verfällt der Baum so langsam. Das heißt, wenn ich an Holznachschub interessiert bin, sollte ich auch dann irgendwann Setzlinge pflanzen, um wieder neue Bäume nachabernten zu können. Jetzt sieht man hier, wie das Crafting, also das Handwerk funktioniert. Das heißt, ich kann die Gegenstände, die ich mit den bloßen Händen abbaue, zusammenbauen. Da muss ich mal grob die Form auf den Tisch legen und habe jetzt hier zum Beispiel mir eine Picke, meine Pickaxt erstellt, die es mir erlaubt, andere Blöcke abzubauen oder in schnellerer Folge Blöcke abzubauen. Ja, das nächste, was wir jetzt brauchen, sind ein paar schöne Blumen. Jetzt brauche ich noch ein paar Steinblöcke, um zum Beispiel einen Ofen bauen zu können oder ein Steinschwert und eine Steinaxt machen zu können, um andere Sachen dann damit erledigen zu können. Und so geht das dann weiter. Das heißt, ich setze mir selbst Ziele, was ich erreichen möchte, welche Gegenden ich erkundigen möchte. Will ich mir ein großes Haus bauen oder will ich Landschaft betreiben? Ich kann auch Getreide anbauen, ich muss mir Nahrungsmittel besorgen. Hier erlege ich gerade ein paar Kühe, um an die Fleisch zu bekommen, zum Beispiel, die ich dann im Ofen, dass ich im Ofen zubereiten kann. Dafür bräuchte man noch ein bisschen Kohle, wo wir noch auf die Suche nach Kohlen gehen gleich. Ja, das heißt, dieses Kreativsein, sich die Welt zu eigen machen, selbst Pläne schmieden, was möchte ich erreichen, was möchte ich bauen, das ist wirklich ein großer Anreiz in Minecraft. Und diese offene Gestaltung lässt dann eben auch den Raum zu. Ja, da gibt es dann auch keine fancy Grafik, die davon ablenkt, sondern es ist wirklich so dieses ich probiere mal aus und gucke, was passiert. Und was passiert, das weiß man tatsächlich nie. Ja, was wir jetzt in dem Video noch nicht gesehen haben, ist, dass es auch unterschiedliche Wetterszenarien gibt. Da haben wir jetzt gerade was entdeckt. Wir haben ein bisschen nach unten gebuddelt und sind da auf ein altes Minensystem gestoßen. Autsch, da bin ich ein bisschen tief runtergefallen. Wenn man das Spiel in härteren Spielmodi spielt, dann sollte man mit seinen Lebenspunkten nicht ganz so verschwenderisch umgehen. Die regenerieren sich dann da auch nicht so einfach. Aber auf einfach ist eigentlich alles relativ harmlos. Ja, das heißt, da erkundigen wir jetzt gerade die Mine so ein bisschen. Wir haben eine Schatztruhe gefunden, die wir jetzt geplündert haben. Da war sogar schon Diamant drin. Und jetzt sind wir wieder oben an der Erdoberfläche. Ja, wenn man zum Beispiel Eisenerz abbaut, dann muss man das Eisenerz in den Ofen packen. Und der Kohle, die man gefunden hat, kann man aus dem Eisenerz dann Eisen schmelzen, sich daraus eine Rüstung bauen. Dann gibt es auch seltenere Metalle wie Gold oder Edelsteine. Man kann auch nachher sowas machen wie sich einen magischen Tisch bauen, um Gegenstände, die man hat, noch durch Magie weiter aufzubereiten. Und ja, jetzt haben wir, was wir jetzt hier gerade machen, ist unsere erste Behausung erstellen. Das heißt, wenn man ich schalte nachher auf den schwierigeren Spielmodus, was dann nämlich passiert ist, wenn es dunkel ist, dann spawnen, also entstehen an bestimmten Stellen unterschiedlichste Monster, die einem dann Lebensenergie abziehen. Ja, das ist nicht weiter schlimm, das heißt, selbst wenn man stirbt nicht wirklich, sondern das Einzige, was passiert, wir haben jetzt eine Tür noch gemacht, eine Eingangstür, das Einzige, was im Falle eines, wenn man alle Lebensenergie verloren hat, passiert, ist, dass man alles, was man gerade an Gegenständen mit sich rumträgt, auf den Boden fällt und man leider irgendwo relativ zufällig in dieser Welt wieder in die Welt gesetzt wird. Das heißt, im schlimmsten Fall muss man wieder den Platz finden, wo man gestorben ist und sich seine Gegenstände wieder einsammeln. Das kann ein bisschen mühsam sein, aber so richtig tragisch ist das eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz sind diese ganzen Monstergeschichten schon ziemlich, können ziemlich spannend sein. Ja, die geben auch ganz schön gruselige Geräusche von sich. Hier gehe ich jetzt aber erstmal in die Mine und erkundige die weiter, nachdem ich mir noch weitere Fackeln gemacht habe, um das alles auszuleuchten. Und wie gesagt, also dieses ganze Erforschen von Dingen, die man da entdeckt, das ist wirklich ein großer Anreiz von Minecraft. Ja,
Hier sind wir jetzt noch alleine in unserer Welt. Das heißt, da stört uns niemand, da kann uns niemand reinreden, aber auch niemand helfen. Ja, weiterer großer Pluspunkt ist, dass es auch einen Multiplayer-Modus gibt, der kooperativ sein kann. Das heißt, ich kann mit meinen Freunden zusammen die Welt erforschen, zusammen Dinge bauen, zusammen Rohstoffe sammeln und daran um gemeinsamen Ziel verfolgen. Oder, wenn ich darauf Lust habe, ich kann auch gegeneinander spielen. Ja, quasi wer zuletzt übrig bleibt, hat gewonnen. Da kann man sich beliebig viel ausdenken. Es gibt auch total abgefahrene Mashups, wo quasi andere Spiele in Minecraft nachprogrammiert werden. Ja, da gibt's kann ich vielleicht in einem späteren Video nochmal zeigen, wenn da Interesse dran besteht. Ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel die Spinnenfäden abgebaut und aus den Fäden können wir uns nachher selbst einen Pfeil und Bogen basteln. Und da gibt es die tollsten Sachen. Ja, und da bin ich nach unten gefallen, ich Idiot. Ja, man kann sogar elektrische Leitungen legen. Es gibt so einen bestimmten roten Stein, der elektrisch leitend ist. Da kann man sich einfache Schaltungen mit ausdenken. Es haben schon Leute Computer in Minecraft nachgebaut mit den simpelsten Sachen. Ja, da sehe ich jetzt, wie ich das Eisenerz schmelze, was ich gefunden habe. Genau, jetzt schalte ich auf schwierig um. Nicht mehr auf schwierig, auf normal. Die Nacht bricht an und dann besorgen wir uns ein bisschen Holz. Um mit genügend Fackeln auch ausgerüstet zu sein und um ein paar Schwerter auch zu bauen. Oder überhaupt ein Metallschwert zu bauen. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben bei den Mashups? Also die relativ offene Architektur von Minecraft, also man kann es erweitern um sogenannte Skins. Das heißt, ich kann das Aussehen verändern, dass es halt nicht mehr ganz so furchtbar und pixelig aussieht. Ich kann es durch eigene Funktionalität sogar erweitern, wenn ich programmieren kann. Um Multiplayer spielen zu können, muss ich mir überhaupt erstmal einen Server aufsetzen. Das heißt, ich kann nicht einfach in Multiplayer-Modus gehen, sondern es muss jemand geben, der einen Server betreibt. Das heißt, da entstehen vielleicht sogar die ersten IT-Kenntnisse. Was ist das überhaupt ein Server? Warum braucht man das? Wie kann ich was programmieren? Da habe ich mir jetzt mein Bett gebaut und mein wertvollstes Gut in eine Truhe gelegt, damit, wenn ich jetzt von einem Monster angegriffen werde, nicht meinen Diamanten verliere und auch bei dem Bett dann wieder aufwache. Denn wenn man da schlafen geht, ist das quasi der letzte Punkt, wo man dann wieder aufwacht. Ja, man hört jetzt die Schafe im Hintergrund böken, man hört aber auch dann gleich die ersten Zombies, die auf mich zulaufen, und das kann schon echt ein bisschen gruselig sein. Das will ich gar nicht abstreiten. Ja, ich glaube, mit jüngeren Kindern würde ich dann tatsächlich erstmal im friedlichen Modus spielen. Dieses Entdecken, selber Ziele setzen, verfolgen, das Ganze auch entsprechend planen und sich, da habe ich ein Skelett erwischt. Das Ganze planen und den Plan dann auch verfolgen und durchziehen, wenn man was baut. Und da war es, genau. Da ist ein Creeper auf mich, hat sich von hinten angeschlichen und ich habe es nicht gemerkt. Und dann bin ich gestorben. Ja, hier sehen wir jetzt noch ein paar Bilder, wie Minecraft Einfluss auch auf die Realität hat. Das war vorhin vielleicht ein Bauplan für ein Haus. Hier sieht man, wie man Dinge aus Minecraft nachbaut im echten Leben. Minecraft dekoriertes Zimmer. Es gibt unfassbar viel an Ideen. Ich habe auf Pinterest, ein Link dazu ist dann hier im Video, habe ich ein Album zusammengestellt oder eine Pinnwand mit den Ideen. Da könnt ihr mal reingucken, wenn ihr Lust habt. Also durch die einfache Grafik und die quadratische Form ist es halt auch relativ einfach, da in Real Life, im echten Leben, was draus zu machen. Ja, vielleicht lerne ich auch irgendwo perspektivisch zeichnen. Hier ist eine Anleitung, wie man so einen Creeper, das war der mich erledigt hat, nachzeichnen kann. Und ich glaube, der
Erfolg, der sich dann da einstellt, der ist dann auch recht schnell gegeben. Dadurch bleibt die Motivation dann eben auch da. Na, hier sind Beispiele von den Perlensteckspielen, wo ich die Elemente aus Minecraft nachbaue. Es werden ganze Kindergeburtstage mit dem Minecraft-Thema gefeiert. Man kann aber auch sehr viel, ja, das sind Beispiele für den Geburtstagskuchen in Minecraft. Man kann auch sehr viel Zeit in Minecraft versenken, ja, das ist gar keine Frage, und sich sehr intensiv damit beschäftigen. Da ist dann vielleicht immer die Frage des gesunden Maßes ausschlaggebend. Hier sind so ein paar Beispiele am Ende noch von den abgefahrenen Welten, die die Leute in Minecraft gebaut haben. Das sieht sehr echt aus alles. Ja, ganze Städte, hier ist ein Segelschiff, hier ist aus Herr der Ringe eine Szenerie, die nachgebaut wurde. Das finde ich schon sehr faszinierend. Kann natürlich auch eine Gefahr sein, ja, wenn ich so viel Zeit und Energie und Gedanken da reinstecke, dann identifiziere ich mich sehr stark damit. Das muss ja per se nichts Schlechtes sein. Ja, wenn ich mit Lego was baue und ich total stolz darauf bin, dann identifiziere ich mich ja auch sehr damit. Und habe das zu meinem gemacht. Das heißt, nur weil es jetzt vielleicht nicht physikalisch anfassbar ist oder etwas, was man in die Hand nehmen kann oder begutachten kann oder was man eigentlich auch aus der eigenen Erfahrung auch kennt, heißt es ja nicht, dass es nicht etwas ist, was nicht auch Fleiß und vielleicht auch Talent und Organisation braucht, um etwas zustande zu bringen. Ja, so viel soll das auch schon mal erstmal gewesen sein zu Minecraft. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback da lasst, ob das hilfreich war oder nicht, ob ihr weitere Fragen habt. Soll ich noch ein Follow-up dazu machen, wo ich auf den Mehrspielermodus ein bisschen eingehe. Habt ihr andere Themen, wo ich sage, da verstehe ich nicht, was meine Kinder mir erzählen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch zu Snapchat oder zu Instagram oder Tumblr oder YouNow oder andere Dinge machen, wo ich mich vielleicht ein bisschen auskenne oder ich mich auch schlau machen kann und dann das elternkompatibel versuche zu erzählen, worum es geht. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und vielleicht wollt ihr auch den Kanal abonnieren, das würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, das war's von mir. Ich sage Tschüss, bleibt so wie ihr seid und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier unten habe ich jetzt noch meine Social Media Links eingeblendet und das Video vom letzten Mal, mein 42 Abonnenten-Special, ganz so viele Abonnenten sind es noch nicht bei mir. Es gibt zu meinem Kanal die Facebook- und Google Plus Links, die sind hier auf der linken Seite von euch. Das heißt, da geht es tatsächlich nur um das, was bei mir auf dem Kanal passiert. Die Social Media Links, also Twitter und Facebook und Instagram und was habe ich da noch? Soundcloud und Xing. Das heißt, die sind jetzt auch anklickbar im Video. Da kommt ihr zu meinem Andreas bezogen. Das heißt, da geht es nicht nur um den Kanal, sondern auch um das, was ich beruflich mache oder was ich sonst so privat treibe. Einfach mal draufklicken und gucken, würde mich freuen, wenn ihr da mal Hallo sagt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.